Hallo, genau richtig zu den Sommerferien habe ich ein tolles Ferienrätsel für euch. Ihr liegt am Strand und dort gibt es unterschiedliche Liegestühle. Damit jeder seinen eigenen Liegestuhl wiederfindet, hat er unterschiedliche Farben und wir wollen herausfinden, wie viele verschiedene Liegestühle gibt es. Und dann machen wir noch eine Schätzung. Ist es denn wahrscheinlich, dass zwei Liegestühle die gleiche Farbe haben? Es geht los. Also, die Lehne ist mit Stoff bezogen und auf diesem Stoff gibt es 3 verschiedene Streifen in den Farben Rot, Weiß, Gelb oder Blau. Auf der Lehne darf jede Farbe nur einmal vorkommen, also keine 2 Streifen, die rot sind oder so. Dann gibt es noch das Fußteil, dafür gilt dasselbe. Jede der 4 Farben darf nur einmal vorkommen. Wie viele unterschiedliche Liegestühle gibt es? Überlegt mal, ob ihr auf diese Lösung kommt. Wir machen eine kleine Pause und danach zeige ich euch die Auflösung. Achtung, es geht los. Und hier kommt die Auflösung. Wir betrachten uns mal den ersten Streifen auf der Lehne. Für den gibt es 4 Möglichkeiten: Blau, Weiß, Rot oder Gelb. Sobald man sich hier für eine Farbe entschieden hat, gibt es für den zweiten Streifen nur noch 3 Möglichkeiten. Eine weniger, denn Rot ist ja jetzt ausgefallen. Sobald man sich hier für eine Farbe entschieden hat, gibt es für den letzten Streifen nur noch 2 Möglichkeiten, Weiß oder Blau. Und damit ist die Anzahl der Kombinationen für die Lehne 4 mal 3 mal 2. Warum muss man die 3 Zahlen miteinander multiplizieren? Weil es für jede der 4 Farben auf dem ersten Streifen noch 3 auf dem zweiten gibt. Also wir können jede Kombination aus den 4 Streifen hier und den 3 Farben da bilden, macht 12. Nochmal 2 gibt 24 Möglichkeiten insgesamt. Für das Fußteil gilt dasselbe. Wir beginnen wieder mit 4 Möglichkeiten auf dem ersten Streifen. Dann hat der nächste noch 3 Möglichkeiten und der nächste noch 2 Möglichkeiten. Gibt wieder 24 Kombinationen. Für den Stuhl insgesamt müssen wir nun die beiden 24 mal 24 Möglichkeiten miteinander multiplizieren. Warum multiplizieren? Weil jede Kombination der Lehne mit jeder Kombination des Fußteils kombiniert werden kann, macht 576 verschiedene Stühle. Habt ihr diese Zahl auch rausbekommen? Ja? Echt? Super! Damit habt ihr den ersten Teil dieses Rätsels gelöst. 576 verschiedene Stühle können wir auf unserer Strand aufstellen. Das sollte doch hoffentlich reichen, oder? Jetzt kommt noch eine spannende Schätzfrage. An unserem Strand stehen 50 Liegestühle. 576 Möglichkeiten gibt es insgesamt. Schätzt mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer von den 50 Liegestühlen das gleiche Farbmuster hat? Wie hoch würdet ihr die Wahrscheinlichkeit einschätzen? Ist die Antwort A sehr klein? Denn 50 Stühle von 576 Möglichkeiten ist ja weniger als 10%. Oder glaubt ihr, naja, es könnte 50-50 sein? Oder Antwort C, ihr glaubt, die Wahrscheinlichkeit, ein doppeltes Pärchen zu finden, ist sehr hoch. Überlegt mal. Und hier kommt die Auflösung. Wir greifen uns mal einen Stuhl raus und überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Stuhl anders aussieht. Von den 576 Möglichkeiten gibt es für den zweiten Stuhl ja nur noch 575, dass er anders aussieht. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Stuhl anders aussieht, 575 durch 576. Die Wahrscheinlichkeit, dass der dritte Stuhl anders als alle vorigen aussieht, ist nur noch 574 von 576, denn 2 Kombinationen sind ja hier schon belegt. Für den vierten Stuhl sind es dann 573 und so weiter bis zum 50. Stuhl. Hier bleiben noch 527 Farbkombinationen von 576. Um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass nun alle 50 Stühle unterschiedlich sind, müssen wir diese Werte wieder miteinander multiplizieren. Wenn ihr viel Zeit und Lust habt, könnt ihr diese 49 Sprüche miteinander multiplizieren, aber das müsst ihr nicht machen. Es geht viel einfacher. Wenn ihr den Casio Taschenrechner dabei habt,
könnt ihr nämlich eine Taste benutzen, die ihr vorher wahrscheinlich noch nie verwendet habt. Hier oben gibt es dieses große rote Pi mit ein paar Zahlen drumherum. Dieses große Pi steht für Produkt. Damit kann man solche fortgesetzten Multiplikationen wie hier ganz leicht ausführen. Also gebt mal ein dieses Produktzeichen, dann hier hinten einen Bruch und wir schauen mal, wie sich der zusammensetzt. Im Zähler steht nämlich 576 minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter bis minus 49. Das ist hier dieser Zähler 576 minus x und dieses x soll gehen von 1 bis 49. Das gibt unsere 49 Brüche, die miteinander multipliziert werden. Im Nenner steht immer die 576. Gebt das mal so ein und mit ist gleich kommt ihr dann auf den Wert 0,112 gerundet. Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass alle 50 Stühle unterschiedlich sind, 0,112, also 11,2%. Zu unserer Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines doppelt ist, heißt es, wir müssen das Gegenteil hiervon nehmen, nämlich dass nicht alle Stühle verschieden sind. Dann ist mindestens einer doppelt. Also ist die Wahrscheinlichkeit 1 minus diesen Wert, das sind 0,888. Das sind 88,8%, also genau die Differenz dieses Werts zu 100%, der ganze Rest. Damit ist Antwort C richtig. Wer hätte das gedacht? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, etwa 90%, dass wir ein doppeltes Pärchen findet, obwohl es nur 50 Liegestühle sind von 576 Farbkombinationen. Wer hätte das gedacht? Das ist wirklich überraschend. Dieses überraschende Phänomen hat in der Mathematik sogar einen eigenen Namen, das ist das sogenannte Geburtstagsparadoxon. Das heißt so, weil es bei Geburtstagspärchen ein ähnlich unglaubliches Ergebnis gibt, macht man in eurer Klasse eine Umfrage, ob ihr da 2 Leute findet, die am selben Tag Geburtstag haben. Schon bei einer Klassengröße von 25 Personen werdet ihr höchstwahrscheinlich ein Pärchen finden, das am selben Tag Geburtstag hat. Das Geburtstagsparadoxon. Okay, dann wünsche ich euch noch wunderschöne Ferien. Bis bald!